Es gab keinen Widerstand. Wir mussten nirgendwo durchbrechen. Wir fuhren einfach rein. Es gab nur dieses große Tor. Und dieses Tor öffneten wir. Das Erste, was ich sah, waren die Baracken, aber keine Menschen. Sie hielten sich versteckt. Sie wussten noch nicht, dass der Krieg vorbei war. Ich realisierte nicht wirklich, dass wir befreit waren, sondern erst als der Krieg vorbei war. Ich hatte nicht das Gefühl von wirklicher Freude. Ich fühlte mich allein, in jeder Hinsicht. Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn meine Eltern noch bei mir gewesen wären. Thomas Bürgenthal, ein Kind, gerade mal 10 Jahre alt. Als er nach Sachsenhausen kommt, hat er schon einen weiten Weg hinter sich. 4 lange Jahre verbringt er mit seiner Familie im Ghetto von Kielce. 1944 wird er nach Auschwitz-Birkenau deportiert und von seinen Eltern getrennt. Im Januar 1945 wird Auschwitz geräumt. Thomas Bürgenthal läuft im Kinderblock des Todesmarsches tagelang durch Eis und Schnee. Ein Zug bringt sie schließlich nach Oranienburg. Mit halb erfrorenen Füßen kommt er in das Lager vor den Toren der Stadt. In diesen Tagen kommen viele Transporte nach Sachsenhausen. Das Lager ist hoffnungslos überfüllt. Bis zu 100 Häftlinge sterben Tag für Tag. Thomas Bürgenthal hat heftige Schmerzen. Die Zehen seines rechten Fußes verfärben sich zusehends. Er kommt ins Krankenrevier. Er fürchtet sich vor dieser Station, denn in Auschwitz war sie der sicherste Weg zur Gaskammer. Er soll seine Schuhe ausziehen. Ein Arzt untersucht seine Füße. Der Junge wird auf einen Holztisch gelegt. 2 Männer treten hinzu und ergreifen seine Arme und Beine. Sie drücken ihn nach unten. Thomas beginnt zu schreien. Sie legen ein weißes Tuch über sein Gesicht. Daraufhin verliert er rasch das Bewusstsein. Als er wieder erwacht, liegt er in einem Krankenzimmer. 2 Zehen seines rechten Fußes wurden amputiert. Bernhard Storch schwört, sein Leben zu geben für Polen und für den Kampf gegen die deutsche Armee. Er schwört der Sowjetunion unbedingte Treue im Kampf gegen den gemeinsamen Feind. Bernhard Storch ist 16, als die Deutschen in Polen einmarschieren. Er ist Jude. Er flüchtet vor der drohenden Verfolgung und geht in die Sowjetunion. Dort schließt er sich im Frühling 1943 einer polnischen Einheit in der Roten Armee an. Er glaubt, das sei der einzige Weg zurück nach Hause. In ihrer Division sind sie mehr als 12.000. Storch kommt zur Artillerie. Mit der weißrussischen Front zieht er in den Krieg. Auf ihrem Vormarsch folgen sie den Spuren der Verwüstung und des Grauens. In einem Wald finden sie einen Schienenstrang und gehen ihm nach bis zu einem Ort namens Sobibor. Aber dort ist nichts. Nur verlassene Erde, vereinzelt Bäume, keine Menschenseele. Es gibt niemanden, der ihnen erzählen könnte, was hier geschehen ist. Sie haben keine Zeit, sich irgendwo aufzuhalten, keine Zeit, um nachzudenken. Der Krieg gibt das Tempo vor. Sie erreichen Majdanek. Auch dieser Schreckensort längst verlassen. Sie finden tausende Koffer und Berge von Schuhen und Storch fürchtet, dass unter den Habseligkeiten auch die seiner Familie sein könnten, von der er nicht weiß, wo sie geblieben ist. Sie ziehen weiter. Storch blickt an sich herab. Er sieht seine Schuhe. Sie sind ganz weiß. Weiß von der Asche der Krematorien, die auf den umliegenden Feldern verstreut liegt. Im April 1945 erreicht Storchs Division die Oder.
Er sieht, wie sich der Fluss mit dem Blut und den Leichen der Soldaten füllt. Doch er hat den Auftrag, vorzurücken und nicht zurückzuschauen. In diesen Tagen verschärft sich die Lage zusehends, auch in Oranienburg. Im März und April 1945 ist die Stadt massiven Luftangriffen ausgesetzt. Die Kriegsfront rückt immer näher heran. Mit der Schlacht um die Seeloer Höhen beginnt die Schlussoffensive der Roten Armee, der Vorstoß Richtung Berlin. Im nahegelegenen Konzentrationslager Sachsenhausen hört Thomas Bürgenthal die Bomber der Alliierten. Er liegt in der Krankenbaracke und träumt sich weg. Er stellt sich vor, dass eines der großen Flugzeuge herabschwebt, die ganze Baracke an einen großen Haken nimmt und mit ihm wegfliegt, nach England oder nach Amerika. Eines Morgens scheint die Sonne durch das kleine Fenster der Krankenstation. Thomas Bürgenthal erwacht. Er hinkt hinaus auf den Appellplatz. Er ist wie leergefegt. Die SS hat das Lager geräumt. Er sieht hinauf zum Balkon des Verwaltungsgebäudes. Hinter dem großen Maschinengewehr ist niemand mehr. Auch die anderen Wachtürme verlassen. Plötzlich hört er ein quietschendes Geräusch. Das große Tor wird geöffnet. Er sieht Soldaten, die aus einem Militärfahrzeug steigen. Sie sehen nicht aus wie die SS. Sie tragen Uniformen, die er nie gesehen hat. Und dann ertönt das Läuten der Lagerglocke. Einer der Soldaten schlägt mit aller Kraft darauf ein, während ein anderer über den Appellplatz schreit: Hitler kaputt! Hitler kaputt! Als Bernhard Storch auf das Lagergelände kommt, sieht er die Häftlinge nicht gleich. Sie sitzen in ihren Baracken und verstecken sich. Doch dann sind sie da. Es ist das erste Mal, dass sie Menschen befreien. Es sind Tausende, darunter viele Frauen, schäbig gekleidet, mit kurzgeschorenen Haaren. Sie sind kaum als menschliche Wesen zu erkennen. Sie weinen unaufhörlich. Die Befreier verteilen Wasser unter den Häftlingen und versichern ihnen, dass sie sich keine Sorgen mehr machen sollten. Sie seien frei. Thomas Bürgenthal durchstreift das Lagergelände und entdeckt ein offenes Büro. Über dem Schreibtisch hängt ein Porträt Hitlers. Er klettert auf einen Tisch und reißt das Bild herunter. Er wirft es zu Boden. Der Rahmen zerbricht und das Glas zersplittert. Er spuckt darauf und trampelt mit solcher Wut auf dem Gesicht Hitlers herum, dass seine Füße wehtun. Aber er macht weiter, bis das Bild in Fetzen zerrissen ist.